Moin und herzlich willkommen zu unserem letzten Eye-to-Eye-Interview für das Jahr 2019. Und zwar mit meinem Zwillingsbruder. Der heißt natürlich nicht Chris, sondern der heißt anders. Ja, moin. Und ja. Ja, ich mache den Spaß natürlich gern mit. Die Frage ist allerdings, warum? Also wie kommt es, dass nach so vielen Jahren, wo ich es eigentlich immer ganz gut fand, dass keiner meine Existenz weiß, und du ja auch, dass ich jetzt hier auf einmal sitzen darf, soll, muss? Gute Frage. Wie kommt's? Ich wurde so häufig in den letzten Jahren in Social Media gefragt, ob ich nicht einen Zwillingsbruder hätte, oder einen Bruder hätte, der vielleicht unter Umständen Single ist und ihn mal vermitteln könnte. Boah. Ich habe die Frage nie wirklich verstanden, aber ich habe sie dennoch ernst genommen. Deshalb dachte ich, jetzt wo du Single bist, mache ich das einfach mal. Okay, also du nimmst den traurigen Anlass, um mich jetzt hier extra vor die Kamera zu schleifen, oder was? Ja, das ist meine sadistische Ader, sorry. Du bist dir aber schon dessen bewusst, dass die Echtheit dieses Videos so ungefähr jeder oder fast jeder dort draußen, gerade die Fans, die Lord of Lost jetzt seit Jahren hören und dich auch schon von den Zeiten davor kennen, oder auch biografische Dinge von dir wissen, dass so gut wie jeder von denen sowohl die Echtheit dieses Videos als auch meine Existenz anzweifeln. Ja, dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Keine Ahnung, aber vielleicht bist du auch nur CGI oder ein Produkt meiner Fantasie, wie ein imaginärer Freund. Oder du spielst aus Spaß und ganz bewusst gerne mit Wahrheit und Fiktion als eine Art Stilmittel, zum Beispiel. Also ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die die Echtheit hinter dieser Thronstar-Mythologie, also dieses Album, die das alles anzweifeln. Vielleicht ist das dein Ding. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Okay, lass mich so sagen. Also grundsätzlich finde ich fand es schon immer interessant, wenn ich zum Beispiel über eine Biografie nachgedacht habe, falls ich sowas jemals machen sollte, eine Biografie zu schreiben, die zum Teil aus echten Geschichten, zum Teil aus Fiktion besteht und das auch so zu propagieren. Allerdings weiß der Leser nicht, was echt ist und was Fiktion ist. Zum einen finde ich das deshalb spannend, weil meines Erachtens so gut wie fast jede Biografie sowieso aufgebauscht ist und zum Großteil aus Fiktion besteht. Allerdings das nicht zugegeben wird. Wahrscheinlich nicht. Nee. Zum anderen gibt es mir die Möglichkeit, auch Sachen zu erzählen aus meiner Vergangenheit, die ich sonst nie in eine Biografie reinbringen würde, weil sie vielleicht einfach zu krass sind oder andere Leute verletzen würde. Das kann man dann machen, eben unter der Benutzung von anderen Namen. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass auch gerade Kindheitserinnerungen, zumindest bei mir, häufig Träume, Fantasie, reale Geschichten total miteinander verschmelzen. Deshalb finde ich es eigentlich viel spannender, eine Biografie zu machen nach dem Prinzip mein Leben als spannendes Drehbuch, so wie ich den Film über mich gerne sehen würde. Das ist doch vollkommen legitim. Ja. Und wenn man das offen kommuniziert, lügt man damit ja auch niemand an. Ja, ich verstehe den Ansatz. Interessant wäre allerdings nicht so mein Ding. Also ich werde eher für eine faktische Biografie, aber unabhängig davon hast du auch gerade eigentlich so ein bisschen abgelenkt von der eigentlichen Frage hier mit Thronstar. Also zum Thema Thronstar, ich denke, lass mich so ausdrücken, der Wahrheitsgehalt der Mythologie hinter Thronstar ist vermutlich genauso hoch wie der Wahrheitsgehalt aller anderen, also von allen anderen Mythologien, die man so kennt. Und wenn ich jetzt vielleicht einfach mal das gesamte Christentum und die Bibel oder auch gänzlich andere Konfessionen einfach mal ganz dreist als Mythologien bezeichnen möchte und deren Bücher, dann sehe ich den Wahrheitsgehalt vermutlich bis auf wenige geschichtliche Ereignisse, die kürzer zurücklegen, als weder höher noch tiefer. Stimmt. Was mein generelles Spiel mit der Wahrheit angeht, ja, natürlich. Ich bin als Songwriter ein Geschichtenerzähler, ein Entertainer. Und viele begehen den Fehler, dass sie Songs
Songtexte von mir immer als autobiografisch wahrnehmen, egal was es ist. Teilweise auch die gruseligsten Geschichten, wo ich mich immer frage, warum macht man das? Also nur weil ich es singe und zu den Leuten also spreche, heißt es nicht, dass ich es zwangsläufig erlebt habe. Genau wie der Drehbuchautor eines Horrorfilms oder der Regisseur dessen nicht zwangsläufig Serien- oder Massenmörder sein muss, um die Geschichte zu erzählen. Da muss man differenzieren. Im privaten Sektor ist es so, dass ich gerade mit zunehmender Bekanntheit häufig Filter einbaue, wenn ich Leute neu kennenlerne, dass ich bestimmte Fakten preisgebe oder schaffe, die keine sind, ganz individuell, an verschiedener Stelle, häufig harmlose Sachen, manchmal auch ein paar größere, wo ich dann eben merke, ob es seinen Weg irgendwann zu mir zurückfindet, und dann weiß ich, ob ich den Personen oder den Personengruppen vertrauen kann. Meistens sind es harmlose Sachen. Geschäftliche, manchmal auch private oder familiäre Dinge, Beziehungen, Kinder, etc. So. Also es heißt, dass es gibt Leute da draußen, die denken, du hättest, keine Ahnung, mehr als 3 Kinder oder sowas. Ja, so ungefähr, ja. Oder denken, dass ich eben keinen Zwillingsbruder hätte. Den du ja offensichtlich hast. Also ich sitze ja hier und das ist ja das Internet. Und alles, was im Internet steht oder zu sehen ist, das ist ja auch zwangsläufig wahr. Ja, eben. So. Aber wo wir bei wahr oder nicht wahr sind. Was ist der Grund, warum es für dich so wichtig war, die letzten Jahre im Hintergrund zu sein? Fragst du es jetzt, damit nicht der Eindruck entsteht, dass du mich dazu gezwungen hättest, damit du mehr im Vordergrund stehen kannst? Das ist vielleicht der positive Nebeneffekt, aber das... Naja, es wäre irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, du bist Sänger in einer Band, ich nicht. Du brauchst das, ich brauch das nicht. Das ist wahr, aber, also du hast recht, das wäre natürlich schon nett, wenn ich nicht als das Arschloch dastehe, über den es heißt, der hat seinem Bruder verboten, in die Öffentlichkeit zu treten, damit er selber mehr glänzt. Das wäre irgendwie assi. Aber es war ja schon dein Wunsch maßgeblich. Ja, nicht nur maßgeblich, sondern komplett. Naja, also ich habe früh gemerkt, dass es einfach nichts für mich ist. Und die Aufmerksamkeit, die euch da maßgeblich dir zuteil wird, das wäre mir unangenehm. Also ich bin nicht so der Typ dafür, der diese Aufmerksamkeit irgendwie will, braucht. Und verstehe. Geschichten von der Schwester von Linda Hamilton, also die Darstellerin aus Terminator 2 und jetzt auf dem neuen, die eben eine Zwillingsschwester hat, die exakt so aussieht, die man übrigens für Double-Szenen auch in Terminator 2 sieht. Die ist Krankenschwester und die musste ihr ganzes Leben lang, jetzt wahrscheinlich wieder mehr, Autogramme geben für Linda Hamilton, weil sie immer für Linda Hamilton gehalten wird. Und passiert dir das auch manchmal? Dass ich für Linda Hamilton gehalten werde? Nein. Dass du für mich gehalten wirst. Also wenn du für den Lord, was soll das eigentlich für ein Künstlername sein? Die Entstehungsgeschichte. Ja, das passiert mir relativ häufig sogar. Und ich sage dann immer nein. Und dann sind die Leute manchmal auch ein bisschen sauer. Ach, du bist dafür verantwortlich, dass ich mir manchmal anhören müsste, ich hätte in sonst wo Stadtteilen, wo ich nie bin, keine Ahnung, Eppendorf, bei Edeka keine Autogramme gegeben. Genau. Danke, Andi. Bitte, Chrissy. Nee, aber im Ernst. Das passiert mir wirklich ab und zu. Und ich sag dann meistens, ich bin dann meistens höflich und sag dann, da liegt eine Verwechslung vor. Sind die Leute häufig verwirrt, weil wir uns jetzt nicht so ganz unähnlich sehen. Abgesehen davon gibt es auch Momente, wo ich das genieße. Dann gebe ich auch mal ein Autogramm. Ich meine, ich komme nicht so viel aus Hamburg raus wie du. Vielleicht mal, keine Ahnung, ins alte Land oder so. Du bist der Rockstar, der um die Welt reist. Ich hänge halt eher so in meinem Job. Ich mag das auch so. Aber manchmal so die Aufmerksamkeit und so eine andere Rolle schlüpfen, das gefällt mir. Das magst du ja auch. Zum einen das, zum anderen ist das Gute daran natürlich auch, also jetzt, wo die Leute wissen, dass es dich gibt, kann ich bei zukünftigen Konzerten, auch für Vergangene,
Also bei Konzerten, wo ich mich nicht richtig gut gehört habe und dementsprechend nicht vernünftig, also scheiße gesungen habe, kann ich dann ja in Zukunft und auch für die Vergangenheit sagen, dass du das warst und du mich ersetzt hast. Naja, wenn ich dich ersetzen würde, dann würde es ja besser klingen und nicht Ach, du schlechter. kannst jetzt auch noch singen, oder was? Du bist nicht nur ein großartiger Kinderarzt, sondern auch noch Sänger. Jetzt bin ich Kinderarzt. Ist das Teil deines Wunschalter-Egos, was Wieso? ich darstelle? Oder ist das Teil deiner Biografie, dein Bruder der Kinderarzt, weil dich das irgendwie besser darstellen Inwiefern lässt mich das besser dastehen? Ich meine, du bist der Kinderarzt, ich bin der Musiker, also wer hat denn hier was wirklich Wichtiges gerissen im Leben? Du bist der Rockstar, ich bin der... Wieso eigentlich Kinderarzt? Nur weil Linda Hamilton Schwester eine Krankenschwester Keine Ahnung, ist? hast du deinen Berufsweg an Terminator 2 ausgerichtet? Das wäre ein bisschen weird, oder? Ich finde das alles weird. Ich finde es auch weird, hier zu sitzen, ehrlich gesagt. Naja, vielleicht sitzt du ja auch gar nicht hier. Naja, vielleicht sitzt du auch gar nicht hier. Vielleicht bist du auch einfach ein Produkt meiner Fantasie. Das ist jetzt echt Next Level Shit, oder? Jo. Ja. Und was machst du so Weihnachten? Ist das jetzt die Übersprungshandlung, wenn keiner weiß, was er sagen soll? So ungefähr, wie bei Katzen. Naja, keine Ahnung. Stellt sich jetzt nur die Frage, Weihnachten bei dir, bei mir, Zu mir oder zu dir? oder bei den Eltern? Das ist mir eigentlich egal. Oder bei der Schwester? Welcher Schwester? Crystal? Crystal Meth Harms. Ich habe gehört, die soll fiktiv sein. Du hast fiktiv gesagt. Ja, habe ich. Ich meinte aber eigentlich die tatsächlich existente Schwester. Vielleicht gibt es ja gar keine Schwester. Vielleicht gibt es sie auch nicht, nein. Oder muss ich die auch noch zu einem Eye-to-Eye-Interview einladen? Ich glaube nicht, dass die darauf Bock hat. Das glaube ich. Naja, siehst du, da sind wir uns ja wenigstens da bei einer Meinung. Das sind wir. So, gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und beenden das Ganze und ja, wünschen euch ein frohes Fest. Fest. Bis zum nächsten Jahr. Oder auch nicht. Ciao. Ciao.